Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht, der Camaro steht irgendwie nur noch auf zwei Beinen. Hier an der Seite kann man das, denke ich, besser erkennen. Ja, nachdem es ja hier so ein bisschen, sage ich mal, traurig verlaufen ist, der kommt jetzt demnächst nochmal zu meinem Motorenbauer. Ich hoffe, die kriegen das alles wieder hin. Die Hoffnung, dass ich den dieses Jahr nochmal fahren kann, habe ich nicht so wirklich. Was ich jetzt mache, sind einfach so ein paar kleine Arbeiten, um wieder so ein bisschen, ja, wie sagt man denn da, Beziehungen aufzubauen. Das war ja alles schon ziemlich deprimierend für mich. Und die Reifen, darum soll es jetzt heute gehen in dem Video, Reifen, Innenspiegel und Dichtungen an den Seitenspiegeln. Die Reifen sind halt schon richtig alt, also profiltechnisch ist das noch hervorragend, aber vom Reifenalter waren die, glaube ich, aus 2011. Moment, mal gucken. Jawohl, hier haben wir das. Ja, das ist 32. Kalenderwoche 2011. Das heißt also jetzt der Reifen hier hinten zum Beispiel, der ist jetzt schon 13 Jahre für so einen Reifen, das ist natürlich schon ordentlich. Deswegen müssen die jetzt mal neu. Habe ich auch geschaut, dass ich die gleichen wieder bekomme, auch wieder diese Maxxis-Reifen. Warum habe ich Maxxis genommen? Weil die diesen Weißrand haben, also sprich dieses weiße Band. Dann denke ich, ja, ist der gleiche Look wieder vorhanden und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das bedeutet, die vorderen beiden, da vorne habe ich ja schon abgenommen, die habe ich gestern schon zum Reifendienst gebracht. Jetzt heute muss ich mal gucken, wie ich den hinten noch hochgebockt bekomme. Denn Hebebühne habe ich jetzt hier nicht. Vorne habe ich es, wie gesagt, auf den Böcken gemacht. Kann ich euch auch mal zeigen. Das funktioniert hier sehr gut. Da ist ja hier dieser dicke Rahmen und hier an dem dicken Rahmen habe ich das dann aufgesetzt. Da geht das sehr gut. An der Hinterachse muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht hebe ich ihn hinten am Differentialkörper hoch, muss ich mal schauen. Ansonsten, ja, hier sieht man auch schon so ein bisschen Fett ausgetreten. Das werde ich dann, wenn ich sie montiere, auch nochmal ja, öffnen und gucken, ob ich da noch ein bisschen Fett reinschmieren muss. Dann werde ich ganz klar die Radnabe oder hier diese Bremsnabe mal reinigen, denn die sieht auch nicht mehr so frisch aus. Und bei der Gelegenheit, ich habe mir ja neue Bremsscheiben besorgt von EBC, muss ich dann mal schauen, ob die überhaupt passen würden, weil ich bin mir nicht sicher, ob meine EBC-Bremsscheiben hier so einen langen Aufnahmefuß haben. Das sieht mir irgendwie ungewöhnlich aus. Das werde ich dann auch mal noch kontrollieren, aber jetzt geht es erstmal darum, den Reifen abzunehmen und das zu wechseln. Ansonsten in dem Video tausche ich dann später auch noch die Dichtungen hier vom Seitenspiegel und den Innenraumspiegel. Jetzt starten wir aber mal hier mit den Reifen. Ich zeige euch mal noch die neuen Reifen. So, das sind jetzt die neuen Reifen. Profiltechnisch, wie gesagt, haben die natürlich jetzt ein bisschen mehr, aber die anderen waren vom Profil ja auch okay. Dann wichtig, die haben hier wieder diesen weißen Rand, der ist jetzt hier noch geschützt, das muss man dann abziehen. Und sind, wie gesagt, von den Dimensionen absolut identisch zu denen, die ich jetzt auch drauf habe. Wie gesagt, ich montiere jetzt oder demontiere jetzt mal die anderen Reifen an der Hinterachse, verlade das alles ins Auto, bringen das zum Reifendienst und dann schauen wir uns an, wenn die Reifen gewechselt sind, wie es dann aussieht. So, die Reifen sind jetzt alle runter. Es ging erstaunlich gut mit dem Aufbocken. Auch hier hinten habe ich es jetzt so gemacht, das Ding unten auf den Rahmen gesetzt. Ja, man kann das jetzt hier sehen. Da ist ja auch das Rahmenstück vorhanden und da sitzt er jetzt drauf, auf beiden Seiten, da hinten auch. Und ja, wie gesagt, vorne habe ich es euch ja schon gezeigt, dass er da auch auf dem Rahmen sitzt. Das passt also. Und jetzt fahre ich die Reifen mal zum Reifencenter, lasse das wechseln und dann geht es für euch gleich weiter bei der Montage der Reifen. Und dann widmen wir uns dem Innenspiegel, also dem Rückspiegel und den beiden seitlichen Außenspiegeln, dass wir da den einen Spiegel im Innenraum tauschen. Wie gesagt, alles kleine Aufgaben, um mich so ein bisschen von dem großen Problem abzulenken. Zudem, wie gesagt, habe ich so auch mal die Möglichkeit, mir die einzelnen Stellen, gerade Bremse und so, noch mal ein bisschen genauer anzugucken, um dann vielleicht zu erkennen, dass da auch noch mal ja, irgendwo so ein bisschen Hand angelegt werden muss, also gerade Bremse. So, und wenn wir vom Thema Bremse sprechen, gerade die Hinterachse zum Beispiel, die sieht jetzt von außen auch nicht mehr so frisch aus. Der Stoßdämpfer, kann man hier sehen, ist schon angerostet. Fahrwerkstechnisch wollte ich auf jeden Fall vorne noch die Aufhängung neu machen. Und ja, das heißt, da sind auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben, die auf mich zukommen. Dann Auspuff wollte ich mir auch noch mal angucken, wie das jetzt gelöst ist. Unten sieht es ja schön aus, aber hier ist noch so ein bisschen was zu tun. Da könnte man vielleicht auch noch mal das ein oder andere erneuern, ein bisschen schöner machen. Alles Aufgaben,
um mich von dem Hauptproblem mit dem Motor abzulenken. Und auch hier das Bremsseil zum Beispiel, das sieht auch nicht mehr so frisch aus. Also zu tun gibt es da auf jeden Fall auch noch genug. Jetzt, wie gesagt, schmeiße ich erstmal die neuen Reifen drauf und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. So, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ich habe die Reifen, also die alten Reifen, weggebracht. Da wurden jetzt die neuen Reifen draufgezogen. Was ich jetzt mache, da packe ich euch dann aber in den Zeitraffer. Ich werde hier die Radnaben ein bisschen reinigen, damit das wieder schick aussieht. Hier, weil das ja sozusagen Stehbolzen sind an der Radnabe, wird es ein bisschen schwieriger. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Schleifpapier oder mit der Drahtwolle arbeiten oder halt mit meiner alten klassischen Drahtbürste. Das muss ich noch mal gucken. Für die Reifen oder beziehungsweise für die Felgeninnenseite, also das Stück, was dann hier gegenkommt, da habe ich ja diesen schönen Aufsatz von HZ, das geht dann relativ easy, aber da packe ich euch jetzt in den Zeitraffer, wie ich das sauber mache, dann kommt da auch wieder ein bisschen Kupferpaste hin und dann montiere ich die Reifen und wir können das Auto wieder ablassen. Hat übrigens super funktioniert, stand jetzt ein paar Tage hier auf den Böcken, also das am Rahmen festzumachen oder beziehungsweise hier am Rahmen hochzuheben, funktioniert einwandfrei. So, jetzt habt ihr im Zeitraffer kurz gesehen, wie ich hier einmal die Felgeninnenseite gereinigt habe mit diesem Aufsatz von HZ. Das geht wirklich super einfach und macht die Felgeninnenseite, also die Auflagefläche zur Bremsscheibe richtig schön sauber. Verlinke ich euch unten im Video diesen Aufsatz, der ist echt klasse. Man kann auch Ersatz bestellen für den Reibring, also das ist kein Wegwerfprodukt, sondern man kann das dann behalten und einfach den Aufsatz tauschen. An der Radnabe selber habt ihr ja gesehen, habe ich mit so einer kleinen Drahtbürste dann gearbeitet und ein bisschen ja, mit so einem Schmirgelvlies, weil einfach, wie gesagt, aufgrund der Stehbolzen komme ich da natürlich mit dem Werkzeug dann, also mit dem HZ-Werkzeug nicht hin, aber hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Das habe ich an allen 4 Rädern gemacht. Wie gesagt, die sind jetzt auch alle montiert. Drehmoment ziehe ich jetzt erst an, wenn ich ihn abgelassen habe. Das mache ich jetzt. Ihn wieder anheben und ablassen. Ich werde ihn erst hinten runterlassen, weil hinten ist ja die Handbremse und wenn er dann hinten auf den Rädern wieder steht, dann lasse ich auch vorne ab. Das packe ich euch aber jetzt gleich in den Zeitraffer. Falls ihr euch wundert, wieso denn die Weißbandreifen jetzt blau sind, da ist eben noch so eine Schutzfolie drauf gewesen und die hat so ein bisschen wahrscheinlich über die Einlagerungszeit abgefärbt auf Richtung des Reifens, auf Richtung dieses Weißbandstriches oder dieses Weißbandkreises. Man sieht aber hier an manchen Stellen schon, dass es weggeht. Bedeutet, bei dem ersten Besuch in der Waschanlage, sofern das Auto irgendwann mal wieder fahrbereit ist, werde ich das dann sauber machen und dann sollte diese schöne Weißwandmarkierung wieder zu sehen sein. Jetzt packe ich euch in den Zeitraffer und zeige, wie ich das Auto wieder von den Böcken runterhole.
So, jetzt sind die Reifen gewechselt und auch entsprechend mit Drehmoment angezogen. Ich habe jetzt 120 Newtonmeter auf die einzelnen Schrauben bzw. auf die Muttern gegeben. Somit passt das alles wieder. Luft habe ich auch aufgefüllt, bin ich jetzt mal auf 2,4 Bar gegangen. Wie gesagt, ist jetzt aktuell noch gar nicht so relevant, müssen das Ding ja erstmal wieder ans Laufen bekommen. Jetzt aber zum zweiten Teil, und zwar Innenraumspiegel oder beziehungsweise Rückspiegel. So, der Rückspiegel hier bei mir, der hat schon ein bisschen gelitten. Das sehen wir gleich besser, wenn ich den ausbaue, aber der kommt jetzt raus und wird durch ein entsprechendes, ja, Original-Zubehörteil, sage ich mal, ersetzt. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass in den USA gerade für diese älteren Fahrzeuge eben nicht mehr von GM selber, aber von entsprechenden, ja, Zuliefererfirmen oder eben Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Ersatzteile für diese Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel eben jetzt hier Lichtschalter oder auch Blende für den Gangwahlhebel und so weiter. Oder auch eines der ersten Videos, die ich gemacht habe zum Camaro, verlinke ich euch oben mal, wo ich hier diese Armlehnen getauscht habe. Und zwar habe ich da jetzt wieder vom gleichen Hersteller bestellt, und zwar OER. Der hat auch Innenraumspiegel und das gucken wir uns jetzt mal an. So, wie gesagt, selber Hersteller wie für die Armlehnen. Ich habe auch andere Teile, zum Beispiel die Dichtungen für die Rückleuchten, die werde ich auch noch ersetzen. Die habe ich auch von OER. Die bauen also anhand von den Spezifikationen von GM diese Produkte weiterhin nach, weil man eben, wie gesagt, bei GM die nicht mehr gefertigt werden. Die haben aber die, ja, wie sagt man da, die Schematas oder halt, sage ich mal, die Lizenzen gekauft, keine Ahnung, wie man das genau nennt, um diese Teile eben nachproduzieren zu können. Und da habe ich mir jetzt eben den Innenraumspiegel besorgt oder auch den Rückspiegel. Der ist jetzt nicht schwarz, standardmäßig ist der silbern oder beziehungsweise ich habe jetzt eben die silberne Ausführung bekommen. Der hat tatsächlich auch einen kleinen Schalter, um sozusagen abblenden, also wenn man jetzt nachts unterwegs ist und die Lichter blenden sollten, kann man hier den Hebel wie bei moderneren Fahrzeugen auch umlegen. Hier natürlich noch mechanisch, bei modernen Fahrzeugen geht das dann meist elektronisch, dass der Innenspiegel abblendet. Hier kann man es eben mechanisch machen. Und dann wird das eben, ist man nicht mehr so sehr geblendet vom Gegenverkehr oder beziehungsweise vom nachfolgenden Verkehr. So, wie wird das Ganze befestigt? Wir haben hier hinten diesen kleinen Arm und wie wir sehen können, ist das so eine Art Schuh, der in ein entsprechendes Gegenstück gesteckt wird. Und hier haben wir einen kleinen Imbus, der das Ganze dann verriegelt. Also eine sehr einfache Konstruktion. Das Interessante ist, bedeutet eben, an der Scheibe ist dieser Aufnahmepunkt für diesen Schuh aufgeklebt. Bedeutet, wenn man die Scheibe wechselt, was ich irgendwann mal machen muss, weil meine Scheibe einen Defekt hat, dann werde ich mich auf jeden Fall vorher genau informieren, ob es bei der Wechselscheibe auch eben dieses Teil dazu gibt, weil sonst hätte ich ein Problem und kann den Rückspiegel nicht mehr befestigen. Aber das sind dann Probleme für die Zukunft. Wie gesagt, jetzt gehen wir mal ins Auto, lösen diesen Imbus. Da habe ich hier mir schon den richtigen Imbus zurechtgelegt, mit dem das dann nachher funktioniert. Lösen wir das und dann bauen wir den alten Spiegel aus und stecken den neuen drauf. Das ist dann wirklich eine sehr einfache Aktion, geht schnell. Und wie gesagt, der neue Spiegel ist eben komplett intakt. Das sehen wir dann gleich im Vergleich zum alten. So, ich habe jetzt den Imbus bereits oder beziehungsweise diese kleine Flügelmutter, oder das ist eigentlich keine Flügelmutter, diese kleine Mutter oder ja, Schraube, wie auch immer man das nennen möchte, also diesen kleinen Stift, der das hier verriegelt, habe ich jetzt schon gelöst. Jetzt sollten wir das eigentlich einfach abziehen können. Jawohl. Und wie ihr sehen könnt, bleibt hier eben dieses Teil zurück. Das klebt man in die Mitte an die Scheibe. Da hat es hier extra so zwei so Führungsstriche, damit man weiß, dass man das gerade anbringt. Und beim Scheibenwechsel ist das dann eben wichtig, dass man so ein Teil wieder hat, weil sonst kann man eben den Innenspiegel bzw. Rückspiegel nicht befestigen. So wie ihr sehen könnt, der Spiegel war scheinbar auch mal silbern. Den hat man dann wahrscheinlich umlackiert auf schwarz. Zumindest sieht das für mich hier so aus. Der neue Spiegel ist wie gesagt komplett silbern, aber das stört mich jetzt nicht großartig. Also da mache ich mir jetzt nicht die Mühe, den umzulackieren. Zudem hätte ich dann auch die Befürchtung, dass ich mir vielleicht das Glas voll schmiere. Das will ich nicht. Und wie gesagt, warum ich den alten Spiegel wechsle, hier denke ich, kann man es ganz gut erkennen. Das ist schwierig, weil es eben so spiegelt. Hier sind auf jeden Fall solche Einschlüsse. Und der ist eben, jetzt kann man es sehen, das sind solche Einschlüsse und das über den ganzen Spiegel hinweg. Deswegen tausche ich den jetzt. Ich packe jetzt mal die Kamera so, dass ihr hoffentlich mitbekommt, wie ich das montiere. Und dann zeige ich euch die Montage. Wie gesagt, sehr einfach aufstecken und dann einfach diese kleine Sicherungsschraube hier festdrehen mit einem Imbus. So, der Schuh sitzt schon mal.
Und jetzt nehme ich hier, wie gesagt, den kleinen Imbus und drehe diese Schraube fest. Muss gar nicht super fest sein, hat ja kein großes Gewicht zu tragen. So. Und dann haben wir, wie gesagt, hier die Abblendfunktion, wo wir den Schalter umlegen können. Und sind auch schon fertig. Zack, ist hier ein neuer Spiegel drin. Sieht sehr gut aus. So, jetzt hier mal nochmal von einer anderen Position. Ich hole mal noch ein Licht, damit es vielleicht ein bisschen besser wird von der Beleuchtung. Und wir können jetzt hier sehen, der Spiegel hat keine Beschädigung. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen schmierig, weil der wahrscheinlich auch lange eingelagert war. Das heißt, den mache ich jetzt einmal sauber, dass wir da auch, wie gesagt, diesen Nebel oder diesen Dampf da wegbekommen. Aber er ist wieder komplett ohne Risse und in einem wunderbaren Zustand. So sollte das auch sein. Wie gesagt, irgendwann steht da noch die Scheibe an. So, und da wir das jetzt auch erledigt haben, also wir haben Reifen, Innenspiegel und wo wir uns jetzt drum kümmern, ist hier diese Dichtung an den Außenspiegeln. Die ist auch schon fest, also die ist nicht mehr wirklich flexibel. Die möchte ich jetzt erneuern. Dafür müssen wir innen drin den Seilzug lösen. Und wenn wir den Seilzug gelöst haben, zur Verstellung des Spiegels, müsste sich hier eigentlich irgendwo eine Schraube befinden. Ja, hier ist eine Schraube vorhanden. Jetzt weiß ich halt nicht, ob man das schon mal sozusagen schlecht repariert hat und da einfach nachträglich eine Schraube reingebohrt hat. Auf jeden Fall ist die Dichtung hier auch schweinehart. Das heißt, da muss ich jetzt mal gucken. Ich hätte gesagt, ich fange vielleicht hier mal an der Problemstelle an und schau mal, wie weit ich hier komme. So, ich habe mir jetzt, bevor ich das demontiere, nochmal die Dichtungen angeschaut, die neuen. Und die sind auch so hart. Ne? Also ich dachte eigentlich, das seien weiche Dichtungen. Aber die sind auch maximal hart. Also lassen sich überhaupt nicht verbiegen. Ist also kein Gummi, sondern tatsächlich Plastik. Bedeutet, die Dichtungen, die im Auto sind, sind in Ordnung. Also dann gibt es gar keinen Grund, die zu wechseln. Das ist natürlich für mich immer, wenn ich das im Internet sehe, schwer zu beurteilen. Es hätte jetzt auch gut sein können, dass die, wie gesagt, original weich sind, damit sich das hier anschmiegt. Aber das ist von der Härte her genauso wie die neuen. Bedeutet, ja, da hatte ich einfach sozusagen, war ich von der falschen Grundannahme ausgegangen, dass das hier original oder ursprünglich eigentlich weiche Dichtungen sind es nicht. Es sind harte Dichtungen aus Plastik. Und wie gesagt, die sind noch in einem einwandfreien Zustand, wenn ich das jetzt vergleiche, weil klar, die sind jetzt halt dunkelschwarz, die anderen sind schon ein bisschen von der Sonne verblichen, aber von der Festigkeit und von der Elastizität, also die haben ja keine wirkliche Elastizität, bedeutet, das macht jetzt keinen Sinn, das auseinanderzubauen. Da geht wahrscheinlich dann nachher irgendwie noch ein Schräubchen kaputt, weil das so lange zusammen ist. Deswegen lasse ich das jetzt. Somit war es das fürs heutige Video. Wir haben jetzt also Reifen gewechselt, Radnaben gesäubert. Irgendwann, wie gesagt, wenn das Auto wieder fährt, packe ich es dann mal in die Waschstraße. Dann sollten auch die Weißwandreifen zum Vorschein kommen. Und wir haben eben den Rückspiegel bzw. Innenspiegel hier getauscht. Der ist jetzt neu. Das Glas ist in einem einwandfreien Zustand und nicht mehr gebrochen. Wisst ihr jetzt auch, wie es geht. Super easy. Und somit war es das jetzt fürs heutige Video. Im nächsten Video kümmern wir uns nochmal um die Verkabelung, bevor er dann nochmal zu meinem Motorenbauer geht. Da mache ich das da vorne im Motorraum nochmal ein bisschen schöner. Da habe ich mit dem 3D-Drucker einen Halter gebaut für die MSD Steuereinheit, also die Einheit, die nachher die Zündung steuert. Die war ja sehr nah an der Spritzwand und dadurch kam ich mit dem RS232-Kabel gar nicht unten in den Anschluss. Da habe ich jetzt, wie gesagt, mit dem 3D-Drucker was vorbereitet. Das seht ihr dann im nächsten Video, wie ich die Zündbox ein bisschen weiter weg mache. Zudem habe ich ja hier das Kabel erneuert und jetzt auch auf einen wasserdichten Stecker umgerüstet. Das heißt, das werden wir dann wieder verbinden. Wie gesagt, mein Motorenbauer schaut sich dann die mechanischen Probleme an. Und ja, dann hoffen wir mal, dass der Camaro-Motor dann wieder zu retten ist, beziehungsweise noch zu retten ist. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.